Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 4 2026. Und das hier, das ist meine 31. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 4 1996. 30 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Und was ist das auch wieder für eine Ausgabe? Erstens ist sie wieder richtig dick und außerdem guckt mal, was vorne drauf ist. Mark Hamill mit Wing Commander 4. Der Testbericht ist endlich da. Ich habe übrigens auch die Packung hier. Guck mal, da ist sie. Die Big Box von Wing Commander 4. Oh Mann, ist das lange her. Und sie ist noch da. Ich freue mich so. Aber nicht nur Wing Commander 4 ist da, nein, auch Formula One Grand Prix 2, ein richtig geniales Rennspiel aus dem ist da drin, der Duke, Hail to the King Baby und natürlich wieder eine ganze Menge Demos auf der Cover-CD-ROM. Also es ist wieder einiges geboten, ein richtig grandioses Heft und jetzt schauen wir mal rein. Und mit Wing Commander 4 geht's auch gleich los, beziehungsweise mit der Gerüchteküche für die Zeit nach Wing Commander 4. Hier nämlich mit Wing Commander Maniac Rules, einer möglichen Fortsetzung einer Side-Story sozusagen zu Wing Commander, nur über den Charakter Maniac. Und hier waren Ideen, aber es kam meines Wissens weder zur Planung noch zur Umsetzung. Tja, schade, schade. Nach Wing Commander 5 war auf dem PC dann leider Schluss. Und man wusste zu der Zeit ja gar nicht, was man alles spielen soll, was man sich kaufen muss, soll oder auf anderem Wege besorgen muss, ausleihen oder und. Ja, hier guckt mal, Vorschau auf Diablo, wow! Vorschau auf Siberia 2, wow! Teil 1, einer meiner Gedankenfavoriten, aber gespielt hat sich's jetzt nicht mehr ganz so toll, aber damals war ich total gehypt von diesen Spielen, also eine grandiose Zeit, Mitte der 90er, das sage ich ja immer und immer wieder. Es ist einfach die aller aufregendste Gaming-Zeit gewesen. Das hier ein Vorschaubericht zu einem der Spiele, die ich wirklich herbeigesehnt habe. Das Schwarze Auge 3, Schatten über Riva. Ich mochte Teil 1, ich liebte Teil 2. DSA 2 fand ich mega genial, vor allem weil ich zu diesem Zeitpunkt auch Pen-and-Paper-Rollenspiele selber gespielt habe. Das heißt, man war natürlich voll im Regelwerk drin und da eine regelwerksgetreue PC-Umsetzung zu haben, das war natürlich ein Traum und DSA 2 war richtig klasse und ich habe mich sehr auf das Schwarze Auge 3 gefreut, Schatten über Riva und man sieht hier auch eine Menge Screenshots der Dinge, die da kommen sollten. Aber, das muss ich leider sagen, es hat nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ich an das Spiel hatte. Man sieht's mal hier, diese Screenshots von diesem Dorf, von dieser Stadt, von dieser Umgebung. Steht drunter, dass es sogar leicht abschüssig sei. Also es wirkte sehr organisch. Und später war die 3D-Grafik dann alles andere als organisch. Die war sehr generisch, muss ich sagen. Also das war wirklich grafisch nicht das, was ich mir erhofft, was ich mir erwartet hatte. Schatten über Riva für mich immer noch ein gutes, aber lange kein überragendes Spiel mehr. Naja, schade. Ebenfalls eine Vorschau auf ein richtig geniales Spiel, hier Broken Sword oder bei uns dann später unter dem Titel Baphomets Fluch erschienen. Wow, das waren klasse Spiele. Erstens waren die spielerisch, finde ich, richtig toll und zweitens waren sie grafisch einfach herausragend. Guckt euch diese Screenshots an. Ich habe ja schon oft gesagt, ich mag diese handgemachte, gezeichnete Grafik viel lieber als die anfängliche 3D-Grafik, die so in dieser Zeit kam. Die 3D-Grafik, finde ich, kann man heute nicht mehr gut anschauen. Das sind zeitlose Klassiker, die sich einfach immer noch gut spielen, an die man sich wahnsinnig gerne erinnert und die damals einfach klasse waren. Oh Mann, Broken Sword, ja. Und gerade sage ich es noch, dass ich die handgemachte Grafik damals viel schöner und inzwischen auch deutlich zeitloser finde als die 3D-Grafik. Und schon kommt hier Chronicles of the Sword und schaut euch mal diese Render-Grafiken da unten an, diese Charaktere. Das geht einfach gar nicht mehr. Ganz ehrlich, sorry. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann sowas heute nicht mehr gut anschauen. Das macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Der Blick zurück auf die alten Spiele ist oft wirklich toll, aber diese anfängliche 3D-Render-Grafik, die ist einfach nicht mehr schön, nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr das, was ich noch sehen möchte. Tja, schade. Also handgezeichnete Klassiker sind definitiv das Mittel der Wahl für den Retro-Gamer. Bei diesem Titel bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht gespielt habe. Die Vorschau auf Siedler 2.
Aber natürlich kenne ich das. Wie gesagt, ich habe es schon oft erwähnt, ich bin kein Stratege. Es war nicht mein Genre. Nur manchmal habe ich mich dran gewagt bei Command & Conquer, bei Z, bei Warcraft 2. Aber hier Siedler ist ja nun wirklich kein Vergleich, ist ja mehr so eine Wuselsimulation der Extraklasse. Aber Siedler 2, weiß ich, habe ich bei einem Kumpel immer wieder mitgespielt, mitgeschaut. Der hat das geliebt, der konnte das richtig gut. Und das hat dann auch Spaß gemacht, einfach dabei zu sein und mitzuschauen, mitzufiebern, mitzuzocken. Ja, so hat man das einfach gemacht, oder? Gemeinsam vorm Monitor und einfach Gaming-Zeit zusammen verbringen. Das war einfach 90er. Spiel des Monats ist tatsächlich nicht Wing Commander 4, nein, es ist Formula One Grand Prix 2. Geoff Crammond und sein Team haben nochmal einen draufgesetzt. Das schon grandiose Formula One Grand Prix wurde in allen Belangen verbessert, überarbeitet und es hat wirklich für eine Genre-Referenz gereicht zu dieser damaligen Zeit. Ich nicht unbedingt derjenige, der sich tief in ein Rennspiel einarbeiten konnte und wollte, aber es war auch für Einsteiger ganz zugänglich. Es ging ganz gut. Es hat Spaß gemacht. Auch mir hat es Spaß gemacht, Runden zu drehen und die Grafik war natürlich für damalige Verhältnisse einfach grandios. Also da gibt es gar keine Frage. Natürlich, wenn man den entsprechenden Rechner hatte, dann war die Grafik einfach grandios, sonst musste man eben Details abschalten. Und an der Grafik rumdoktern, um Lauffähigkeit zu erreichen, das haben wir alle schon ja nie wirklich gerne gemacht. Ne? Man wollte ja nicht auf etwas verzichten, was eben toll aussah. Aber hier unten ist eine Sonderbox für genau dieses Thema. Was kann man tun, was kann man abschalten, um Formula One Grand Prix 2 lauffähig zu bekommen, wenn man, wie es hier unten steht in den Tags und Specs, eben nur einen 486 DX266 hat und eben nicht einen Pentium 133, wie sie dann wirklich empfehlen, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu genießen. Ja, und warum ist es Spiel des Monats statt Wing Commander 4? Tja, sie haben gesagt, es ist einfach auf lange Spielzeit gesehen dann doch das überlegenere Spielerlebnis. Es war knapp, sehr knapp, aber es ist eben Spiel des Monats geworden. Ja, ist jetzt Redaktionsentscheidung. Ich finde jetzt beide einfach grandios und würde mich jetzt auch nicht entscheiden wollen. Und Packungen sind ja immer so eine tolle Sache. Ich habe es beim Vorschaubericht für Formula One Grand Prix 2 schon mal gezeigt. Mein Kollege Cesar Commodus hat mir die Packshots geschickt von seiner Formula One Grand Prix 2 Packung. Außen, innen ist es einfach herrlich. Ich habe sie leider nicht selber zum in die Hand nehmen. Das fehlt jetzt leider, aber er hat mir diese Bilder geschickt und ich finde auch die vermitteln schon einen tollen Eindruck. Die Big Boxen waren ja einfach schön. Irgendwann dachten wir, Downloads wären schon nicht schlecht. Man hat natürlich sehr vieles auf sehr schnelle Weise haben können, aber gerade jetzt, rückblickend, muss ich sagen, oh, die Big Boxen, das war einfach toll. Schöne Zeit, schöne, auch haptische Erfahrung mit den Big Boxen. Und von Wing Commander 4 habe ich sie Gott sei Dank selber noch. Ja? Spiegelung weg, da ist sie, guckt mal. Wing Commander 4, The Price of Freedom, Vorder- und Rückseite mit jeder Menge Infos und Screenshots zum Spiel, auf das man sich dann schon freuen konnte. Und innen drin natürlich die CD-Box, die Handbücher. Das gucken wir uns dann nochmal genauer an, wenn ich das Gameplay-Video zu Wing Commander 4 mache. Nur so viel, es ist eine 6-CD-Box. Da ist schon eine auf die andere Seite gekippt. Also hier, man hat da immer zwei so und eine noch zum Ausklappen. Da sind die CDs drin von Wing Commander 4. 6 an der Zahl, da sind sie drin. Ah, ist das der Hammer, oder? Wunderbar. Da ist hier noch die Big Box von Wing Commander 4. Und jetzt schauen wir mal in den Testbericht. Denn da ist er, der Testbericht von Wing Commander 4, The Price of Freedom. Ich habe den dritten Teil ja geliebt. Ich muss zwar zugeben, der dritte Teil hat mich vom Missionsdesign manchmal ein bisschen gelangweilt, weil es immer ähnlich war. Da war, finde ich, X-Wing und vor allem TIE Fighter dann inhaltlich, spielerisch überlegen, aber über die Videosequenzen, die Story, die Präsentation bei Wing Commander 3 gab es natürlich keine Diskussion und da haben sie bei Wing Commander 4 wirklich alles verbessert. Es war keine Revolution, es war eine Evolution. Also alles, was gut war, haben sie besser gemacht. Videosequenzen, herausragende Qualität, Story, toll. Eine Menge Verzweigungen. Man konnte dieses Spiel ja auf mehrere Weisen spielen, die Missionen in unterschiedlicher Reihenfolge spielen und auch manche Missionen waren dann eben mal
verfügbar oder je nachdem, wie man gespielt hat, auch nicht verfügbar. Dann hat der Storybaum eine andere Wendung genommen und. Also all das war natürlich genial an Wing Commander 4. Und natürlich auch die Grafik war einfach obergenial, wenngleich die PC Games auch schreibt, und das müssen wir uns, glaube ich, alle in Erinnerung rufen, selbst auf den stärksten Rechnern. Wow, kam man manchmal an die Frameratengrenze, gerade dann, wenn viele Schiffe oder gar diese Planetenoberflächenmissionen drin waren. Da haben unsere Rechner dann schon ordentlich geschwitzt und wirklich zu tun gehabt. Also Wing Commander 4 war nur für Leute, die einen richtig, richtig starken Rechner hatten. Ich habe es erst später gespielt, nicht direkt beim Erscheinen. Man sieht es auch wieder unten in der Wertungsbox. Pentium 133 mit 16 MB RAM wird empfohlen. Das ist natürlich eine ordentliche Messlatte. Es konnte dem Erfolg des Spiels keinen Abbruch tun. Und ich glaube, wenn man diese Screenshots der Videosequenzen anschaut, dann weiß man auch warum. Das war einfach genial. Richtig, richtig klasse. Ich liebe Mark Hamill in seiner Rolle als Colonel Blair. Also ja, toll. Schade, dass im Film das dann nicht fortgesetzt wurde. Das bedauere ich heute noch. Ich muss sagen, ich kann mit dem Wing Commander Film überhaupt nichts anfangen. Nun ja, hier geht es um das Spiel. Es wurde nicht Spiel des Monats. Sie haben dann doch entschieden, dass Formula One Grand Prix 2 einfach das Quäntchen mehr Spiel Langzeitspaß bietet und Wing Commander 4 dann doch einige Punkte eher nur verbessert hat, als wirklich neu erfunden. Nichtsdestotrotz sei es drum ein geniales Spiel, eine geniale Erinnerung, und ich freue mich schon drauf, wenn ich es in die Hand nehme und es nochmal mit euch zocke. Hail to the King, Baby. Mehr müsste ich eigentlich gar nicht sagen und den Testbericht in die Kamera halten. Den Rest könntet ihr euch selber denken. Hier ist er. Der Duke mit Duke Nukem 3D. Was war das damals für ein Shooter? War er wirklich gut, weil er grafisch herausragend war, oder war er einfach so, wie er war, weil er einfach war, wie er war? Nämlich kompromisslos, zynisch, brutal, actionreich, wahnsinnig gut zu spielen und einfach ein großartiger Spielspaß. Ich glaube, wir lassen heute mal alle Diskussionen beiseite. War das brutal? War das nicht brutal? Macht das einen selbst brutal? Was wird aus den Leuten, die Shooter gespielt haben damals? Alles egal. Es war einfach ein großer, großer Spielspaß. Duke Nukem war einfach purer Spielspaß. Das ist es für mich gewesen. Das ist es für mich in Erinnerung auch noch heute. Und lasst uns das nicht mit Moral verderben. Dieses Spiel hat einfach so vieles richtig gemacht und so vieles neu gedacht. Es war einfach, ja, es hat sich selbst nicht so ernst genommen und deshalb war es toll zu spielen. Es war spaßig und es war vor allem halt technisch echt gut gemacht. Und es gab ja dann auch Level-Editoren und dadurch kamen ja massenweise Zusatzlevels. Man konnte auch selber Levels gestalten. Auch ich habe damals dann angefangen, eigene Levels zu bauen. Das war wirklich klasse. Das war zugänglich, das war spaßig. Und Modding hat ja schon immer die Spiele am Leben gehalten. Also ja, Duke Nukem auf jeden Fall eine schöne, schöne Erinnerung, die leider ja nie mehr so richtig fortgesetzt wurde. Duke Nukem Forever, vergessen wir mal, das war okay. Egal. Hier, Hail to the King, Baby, das war's, das Original. Earth Siege 2, Skyforce, der Konkurrent sozusagen zu MechWarrior 2. Das Mech-Genre nicht meines, wieder einmal nicht meines. Ich habe später mal Hawken sehr gerne gespielt, aber zu der Zeit war es noch nicht meines. Ja, 2 Spiele zur Auswahl, die man spielen kann. MechWarrior 2 wohl das mit etwas mehr Tiefe, mehr Liebe zum Detail mit den Mechs. Hier sind es, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, Hercs, die man ausstatten kann. Aber im Grunde ist es ganz ähnlich aufgebaut. Was mir aufgefallen ist bei diesen Spielen, ganz ehrlich, guckt euch mal die Systemanforderungen an. Also fast kein Spiel mehr, wo nicht mindestens dann ein Pentium 90 für die Recommended Box in Frage kommt. Also die Hardware-Voraussetzungen ziehen merklich an. 1996 war man mit dem 486 DX266 schon fast am Ende und gehörte zum alten Eisen. Ja, so schnell kann's gehen. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres, meines, eures geliebten Rainer Rossi Rossiert. Wer es nicht möchte, ihr kennt das, einfach weiterklicken. Meine Videos haben alle Kapitel. Ihr könnt einfach
ins nächste springen, aber ich muss da reingucken. Es ist wieder ein herrlicher Leserbrief und er ist so typisch Rainer und er ist etwas länger, also lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kaffee. Krisensitzung. Lieber Rainer, ich finde die PC Games echt toll und dein Postscript immer sehr unterhaltsam. Ich habe bisher nie Leserbriefe geschrieben, aber irgendwie brennt mir dieses Thema unter den Nägeln, sodass ich dir heute schreibe. Das Thema ist bestimmt deiner Meinung nach ein alter Hut und du wirst mich trotzdem für unmoralisch halten. Folgende Frage stelle ich dir trotzdem. Wer ist laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes der reichste Mann der Welt? Der Besitzer einer Softwarefirma, Bill, ist gemeint. Womit ich nicht sagen will, dass alle Softwarebosse ein Privatvermögen von knapp 18 Milliarden Dollar haben, aber eines lässt sich meiner Meinung nach trotzdem sagen. Am Hungertuch nagt die Softwareindustrie mit Sicherheit nicht. Ich habe mir das MS Office-Paket ausgeliehen, weil ich nicht genug Geld dafür habe und ich nicht einsehe, warum ich Bill Gates nochmal 800 Mark nachwerfen soll. Ich möchte noch etwas sagen. Deine Ansicht, alle Kopierer sind zu geizig und würden nie das Original kaufen, ist falsch. Wenn MS Office für Privatanwender 100 bis 200 Mark kosten würde, würde ich es sicherlich kaufen, weil das Original zu haben zweifellos besser ist als eine Kopie. Ich gebe zu, dass in diesem Statement schon etwas Egoismus mitschwingt, finde aber in meiner Umgebung keinen einzigen, der so legal denkt wie du. Es kommt mir so vor, als säßest du und die anderen bei der PC Games auf einer gezwungenermaßen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geduldet würde, wenn du zu strafbaren Handlungen aufrufen würdest. Legalen Insel, die völlig fern von der Realität ist. Und die meisten deiner Leserbriefautoren schweigen zu diesem Thema lieber. Ich kann dies aber nicht, denn ich stehe zu dieser Sache. Hast du wirklich nie ein Spiel kopiert? In Erwartung deiner Antwort, dein Faust. Und Rainer antwortet natürlich wieder mal passend. Dafür haben wir ihn geliebt, das ist einfach genial. Ich bin ganz ruhig. Ich bin völlig entspannt. Ich bin so entspannt wie eine Katze in einem Raum voller Schaukelstühle. Ich bekomme gleich meine Krise. Zum Glück musste ich schon lange keine solche Anhäufung von Denkfehlern, faulen Ausreden und dümmlichen Rechtfertigungen mehr lesen. Aber eine böse Fee scheint offensichtlich an meinem Kinderbett einen Fluch abgelassen zu haben, der besagt, dass ich immer und aber wirklich auch immer wieder denselben Blödsinn lesen muss, bis an das Ende meiner Tage, das nach der Menge meiner momentanen Adrenalinausschüttungen zum Glück nicht mehr weit entfernt sein kann. Hör doch endlich auf, dir selbst in die Tasche zu lügen und seh die Sache einmal realistisch. Ich hoffe, wir gehen dahingehend konform, dass Software geistiges Eigentum eines anderen ist. Meine Wenigkeit würde gerne einen Porsche 911 fahren. Allerdings liegt dessen Anschaffungspreis weit über dem Limit, welches mir meine Bank zugesteht. Ich renne nun also los und klaue mir so ein Gerät. Und wer ist daran schuld? Nein, nicht ich, die böse Firma Porsche, weil die fürchterlich reich ist und den 911er so bestialisch teuer verkauft. Würde er nur 12.000 bis maximal 15.000 Mark kosten, würde ich ihn ja kaufen, aber ich sehe nicht ein, Porsche noch 120.000 Mark hinterherzuwerfen. Klingt das blödsinnig? Genau. Natürlich kommen so schlaue Kerlchen wie du sicher auf die Idee, dass sie niemanden schädigen. Nettes Märchen hat aber mit dem echten Leben nichts zu tun. Natürlich schädigen Pappnasen wie du uns alle. Ein Produkt hat bestimmte Produktionskosten und soll auch Gewinn einfahren. Diese Punkte sind entscheidend für den Verkaufspreis, wobei noch eine Kalkulation der absetzbaren Stückzahlen mit einfließt. Wenn nun alle wie du in einem Anfall von Vernunft Software kaufen würden, könnte anders kalkuliert werden. Aber finde ich schon cool, dass ich für Pappnasen wie dich, Verzeihung, ich beginne mich zu wiederholen, mitbezahlen darf. Auch dass Programme, die preiswert angeboten werden, weniger kopiert werden, ist eher ins Reich der Fabel einzuordnen. Wenn man etwas warten kann, sind sehr viele Programme, vor allem Spiele, wirklich zu einem taschengeldkompatiblen Preis zu bekommen. Aber der Herr haben wahrscheinlich ein angeborenes Recht, immer die neueste und beste Software zu haben. Auf preiswertere oder Shareware zuzugreifen, kommt dem Herrn wahrscheinlich nicht in den Sinn. Und bestimmt macht es dir auch nichts aus, wenn von deiner Arbeit manche Leute profitieren, ohne dich zu bezahlen. Mir wird es echt zu dumm, immer wieder denselben Unsinn vorgesetzt zu bekommen. Könnt ihr euch nicht mal neue Argumente einfallen lassen? Nun muss ich Schluss machen. Erstens fängt die Sache an, mich grenzenlos zu langweilen. Zweitens habe ich inzwischen Magenschmerzen. Spart euch doch bitte zukünftig das Porto oder schreibt dazu mal zur Abwechslung etwas Intelligentes. Ja, eine lange, gepfefferte Antwort von Rainer, der so gar nichts von Raubkopien hält. Das hat er immer wieder zum Ausdruck gebracht und es ist ja auch logisch. Erstens hat er natürlich im Grunde recht. Ist einfach so, müssen wir uns nicht
Ja, und ganz ehrlich, wer schreibt schon einen Leserbrief, in dem er sich darüber beschwert, dass Raubkopieren die einzige Möglichkeit wäre, an Software zu kommen? Ja, mein Gott. Nun ja, es gab Mittel und Wege. Es war eine spannende Zeit und in der Tat, Spiele konnte man auch einfach später kaufen. Softwarepyramide lässt grüßen. Naja, so war es eben. Und so war Rainer. Dafür haben wir ihn geliebt, dafür habe ich ihn geliebt. Schade, dass es die Leserbrief-Section schon längere Zeit nicht mehr gibt. Lieber Rainer, danke dafür. Wir schauen natürlich wieder auf die Spielecharts Karstadt und Joysoft. Karstadt hat mittlerweile 20 CD-ROM-Plätze. Los geht's. Warcraft 2 auf Platz 1. Hugo 2 auf Platz 2. Rebel Assault 2 auf Platz 3. Dann Star Wars Exclusive, das ist Dark Forces, das wissen wir mittlerweile. Dann FIFA Soccer 96, Bleifuß, klasse. TFX Eurofighter 2000, Command & Conquer, The Need for Speed, Cäsar 2, NHL Hockey 96, Monopoly, Megapack 3, schön, Grand Prix Manager, Police Quest SWAT, Stonekeep, ich liebe Stonekeep, Tilt, Bundesliga Manager Hattrick, Myst für Windows und Pro Pinball neu dabei. Relativ neu dabei. Toll. Joysoft Charts, CD-ROM, da ist auch Warcraft 2 auf Platz 1, dann Command & Conquer, dann Albion, MechWarrior 2, FIFA Soccer 96, Cäsar 2, Stonekeep ebenfalls dabei, sehr schön, The Need for Speed, Rebel Assault 2 und TFX Eurofighter. Und die Diskettencharts habe ich euch eingeblendet. Herrlich dieser Blick in die Charts, wie immer. Der Fall Z oder warum Computerspiele sich verzögert. Ja, so ist das eben, ne? Wir erinnern uns an viele, viele Spiele, die erst viel, viel später rauskamen, als sie angekündigt waren. Stonekeep zum Beispiel, auf das habe ich lange und begehrlich gewartet. Rise of the Robots, auf das habe ich lange und leider sehr vergeblich gewartet, weil es halt echt kacke war. Ich meine, auch Lands of Lore 2 wurde mehrfach verschoben. Es war einfach so, dass diese Projekte, glaube ich, einfach, ja, die waren groß, umfangreich und außerdem war man noch nicht so in der Entwicklung drin. Es war teilweise ja noch Pionierarbeit und ein gutes Spiel brauchte dann eben einfach seine Zeit. Und warum auch nicht? Mensch, Set war ein mega geniales Spiel, das sogar ich gespielt habe. Wir gucken uns das noch an. Ich freue mich auf den Testbericht und ich freue mich drauf, wenn ich es vielleicht auch mal spielen kann. Denn ich habe es hier, schaut mal, Z, die Packung von Z von den Bitmap Brothers, da ist es, ich habe es ist so klasse. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, ich freue mich wahnsinnig auf das Gameplay. Irgendwas quietscht da in der Packung, was ist denn das? Ich glaube, die CD quietscht, warum quietscht die CD? Also da sind sie drin, Handbuch natürlich, immer wieder das Lösungsbuch, Installationshandbuch und dann hier die CD für die Installation. Also das gucken wir uns noch ganz genau an beim Gameplay-Video. Das kommt, ich verspreche es euch, wann, ich kann es nicht genau sagen, weil auch bei mir verspäten sich ab und zu manche Dinge. So war es mit Z und so ist es eben auch bei meinem Kanal. Aber es kommt, versprochen. Ich liebe den Blick auf die alte Hardware und die alten Preise. Erstens finde ich, waren sie optisch einfach hässlich, diese Kisten. Und zweitens waren sie preislich einfach wahnsinnig, diese Kisten. Guckt euch hier an, Pentium 100 Megahertz. Jetzt reduziert nur noch 3.299 D-Mark. Und dann hier, schaut mal hier oben, daneben diese Monitorpreise. Das da, guckt mal, ein 21 Zoll Monitor für 2.898 D-Mark. Wow! Das ist mal eine Hausnummer für einen Monitor, hä? Da kriegst du heute einen Widescreen, wo durchs ganze Zimmer geht. Wahnsinn, echt unfassbar. Also PC-Hardware war echt teuer. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Descent 2. Hoffentlich endlich. Als Shareware ist es schon eine Weile draußen. Jetzt soll endlich der Testbericht kommen. Dann F1 Manager, Origin, We Create Worlds. Da geht's natürlich weiter. Jetzt nach Wing Commander 4. Nina Hagen hat ein Porträt. Keine Ahnung, ja. Pete Sampras Tennis und Flying Corps, das ist alles drin. Da ist schon die Ausgabe 596 und den Mensch da vorne drauf, den kennen wir alle, lange nicht mehr gesehen. Damals natürlich die Legende Michael Schumacher hier mit Formel 1 Manager auf dem Cover. Ich freue mich drauf. Dann hier, guck mal, großes Gewinnspiel. Ein Ford Fiesta Fun ist zu gewinnen. Und auf der Cover-CD-ROM wieder eine Menge geboten. Also hier die PC Games 596 wird wieder genial. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen.
Wie gesagt, 5,96 oder eines meiner Gameplay-Videos, vielleicht Z, vielleicht Wing Commander 4 oder ein ganz anderes. Das wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns auf diesem Kanal wieder.